Hallihallo, herzlich willkommen auf dem Nico Stanizow-Kanal. Ich habe jetzt diesen Anfang hier schon ein paar Mal ausprobiert und jetzt eben gerade kam mir so in den Gedanken die philosophische Frage, gibt es genügend Backöfen auf dieser Welt? Und ja, also meine Antwort ist, also die ich mir jetzt selber darauf gebe, ist wahrscheinlich nein. Denn ich sage mal jetzt so alleine hier in Südostasien, die Küche selber kommt ohne Backöfen aus. Also es ist nicht üblich, hier einen Backofen zu Hause zu haben, so wie ich jetzt hier. Ja, dementsprechend können die Leute gar keine Pizza backen, für das ich übrigens schon das Mehl abgewogen habe, denn heute backen wir eine Pizza. Und zwar genau, einen Moment, da fährt gerade einer mit dem Auto vorbei. Den warten wir mal ganz kurz ab. So, jetzt kann man mich vielleicht auch wieder hören, nachdem der Verkehr vorbei ist. Okay, das habe ich jetzt nicht wirklich gesagt. Also der Autoverkehr. Und wo war ich stehen geblieben? Ah ja, also Pizza backen, genau. Also wir machen das normalerweise im Backofen, aber in vielen Ländern dieser Welt ist ein Backofen gar nicht üblich. Viele Menschen haben also gar keinen Backofen, aber sie lieben auch Pizza. Also hier in Thailand zumindest ist Pizza unheimlich beliebt und wenn ich Pizza backe, dann freuen sich die Nachbarn. Und die können nämlich alle keine Pizza backen, weil sie gar keine Backöfen haben. So, das gesagt. Wir backen also heute Pizza. Und zwar habe ich mir gedacht, direkt hier in so einer gusseisernen Pfanne. Und das ist nicht zu verwechseln mit einer Pfannenpizza. Wenn man so im Internet nach einer Pfannenpizza schaut, dann wird die nämlich in so einer Pfanne gebacken und die wird dann im Ofen gebacken. Also die Pizza halt in der Pfanne und dann im Backofen gebacken. Und das macht ja irgendwie keinen Sinn für eine Pfannenpizza. Also wir wollen heute Pizza backen direkt auf dem Herd, beziehungsweise hier, da unten, das kann man jetzt wahrscheinlich nicht sehen, direkt auf dem Grill. Und ich so Recherche gemacht in jedem Fall und überlegt, ja, wie machst du das? Und schon mal angefangen, ein Rezept zu schreiben und dann, hey, sorry, also das darf ich jetzt eigentlich gar nicht sagen, aber dann kam mir so in den Sinn, ich habe vor ein paar Jahren mal hier so ein Kochbuch geschrieben, das Camping-Kochbuch. Und ja, da ist doch tatsächlich ein Rezept drin für eine Pizza vom Grill, ja. Ein bisschen Biff, Biff, Biff. Ne? Und das Beste ist, dieses Buch ist sogar in Englisch erschienen. Ja, das ist hier die amerikanische Ausgabe und dann gibt es hier noch so eine australische Ausgabe, die ich etwas stylischer finde. Ja, und noch besser, das Buch ist sogar in der tschechischen Sprache erschienen. Also ich hätte auf jeden Fall genug Pizzarezepte auf dem Grill beziehungsweise jetzt in der Pfanne. Ich zeige heute einfach, wie beide Versionen gehen. Falls du mal unterwegs bist und keinen Backofen hast und eine Pizza backen möchtest. Legen wir los. Ich habe genug gelabert. Backen wir eine Pizza auf dem Herd da. Ja. Genau, und da fangen wir auch gleich an. Und zwar mit 7 Gramm Hefe, einem Esslöffel Zucker und 180 Milliliter warmem Wasser. Und das verrühren wir so lange, bis sich die Hefe schön aufgelöst hat. Wer möchte, kann natürlich auch frische Hefe verwenden, in dem Fall dann 21 Gramm. So, dann kommt noch ein Teelöffel Salz dazu, ein Esslöffel Olivenöl und schon mal die Hälfte vom Mehl. Also insgesamt brauchen wir 450 Gramm Mehl, also 225 Gramm. Das muss jetzt nicht genau aufs Gramm die Hälfte sein. In jedem Fall, das verrühren wir schon mal. Dadurch verteilen sich die Zutaten schon mal soweit optimal im Mehl. Und danach wird das zu schwierig, mit dem Schneebesen weiterzumachen, denn dann ist Handarbeit angesagt, ja. Und dafür verkneten wir jetzt also mit den Händen die ganzen Zutaten, ich sag mal so in 8 bis 10 Minuten zu einem geschmeidigen Teig. Und wie man hier schon sehr schön sehen kann, der ist viel zu trocken und darum gebe ich jetzt noch ein bisschen Wasser dazu. Immer nur schluckweise, das Wasser immer nur wirklich schluckweise dazugeben. Es geht im Prinzip dabei darum, wenn jetzt nicht genügend Wasser im Teig ist, einfach so viel Wasser dazugeben, bis die Zutaten alle gerade zusammenhalten. Dann reicht die Menge Wasser aus für diesen Teig, denn der soll nicht so feucht sein, denn wir wollen ihn ja auf dem Grill backen beziehungsweise in der Pfanne und wenn der dann zu nass ist, dann dauert das so lange, dass der Teig von außen schwarz ist und innen halt noch roh, ne? Und das wollen wir ja vermeiden. So, der fertige Teig, der muss jetzt in jedem Fall 1 bis 2 Stunden gehen und in der Zwischenzeit kann man schon mal anfangen und den Grill vorheizen. Wichtig ist, dass die Glut nachher schön gleichmäßig ist und auch schon so weit runtergebrannt, dass es nicht zu heiß ist.
Dann habe ich mir hier schnell noch eine Tomatensauce angerührt zwischendurch mit eben Tomatenpüree, getrocknetem Oregano, etwas geriebener Muskatnuss, Zucker und Salz abgeschmeckt, das Ganze. Ja, und wenn der Teig dann soweit gegangen ist, dann können wir den schon mal portionieren. Ich habe den Teig jetzt hier in 3 Portionen geteilt, und zwar 2 kleinere Portionen für den Grill, und weil die Pfanne so riesengroß ist, ich glaube die hat 32 cm oder so, da habe ich jetzt halt eine größere Pizza gemacht für die Pfanne und die beiden kleineren eben wie gesagt für den Grill. So den Teig einfach ein bisschen vorformen, den Teig zu Kugeln formen, das müssen keine Meisterwerke sein. Den Teig dann nochmal für 15 bis 20 Minuten ruhen lassen, dann lässt er sich in jedem Fall wesentlich leichter ausrollen. Ja, und dann kann man noch mal kurz nach der Holzkohle schauen, ob die schon so weit runtergebrannt ist, und eventuell noch ein bisschen gleichmäßig verteilen. Ja, dann kam ganz kurz der Hütchenspieler in mir durch. Ja, Pronto Salvatore sage ich nur. Ja, okay, also den Teig ausrollen. Ich habe den etwas oval ausgerollt, damit er genau hier auf meinen Grillrost passt. Und genau, jetzt geht es darum, erstmal den Teig vorzubacken. Also auf den Grill legen, sofort mit irgendetwas abdecken. Ich habe jetzt hier so eine seltsame Pfanne, die mal irgendwo mit dabei war. Also umfunktioniert als Deckel. Du kannst auch jede andere Pfanne nehmen als Deckel, oder wenn du einen großen Deckel hast, oder ja, was dir auf jeden Fall als Deckel dienen kann, unter dem sich die Hitze staut. So, ich habe das hier abgekürzt, weil das würde sonst einfach natürlich zu lange dauern. Das Video selber ist schon lange genug. Am Anfang muss man also die Teigfladen relativ häufig wenden. Das hat jetzt insgesamt, sage ich mal, 4 Minuten gedauert, also 2 Minuten von jeder Seite. Dabei habe ich die 4-mal gewendet, damit die mir halt nicht anbrennen, weil die Glut war noch relativ stark am Anfang. So, ja. Und wenn der soweit vorgebacken ist, der Teig, dann kann man also die Soße drauf machen, Käse drauf machen und belegen, womit man auch möchte. Vorausgesetzt, die Sachen sind gar. Also ich meine, rohe Zwiebeln, die bleiben roh bei dieser Aktion. Die müsstest du halt einfach vorher schon mal vorgaren und anbraten. In jedem Fall, wenn der Käse geschmolzen ist, ist die Pizza schon fertig. Ja, so einfach geht das. Und dann machen wir hier gleich weiter die nächste Pizza aus der Pfanne. Das gleiche Prinzip. Am Anfang relativ oft wenden. Wenn du auch einen Gasherd verwendest, dann lass mich dir verraten, nimm die kleine Flamme. Also mach die Flamme so klein wie möglich. Das Ergebnis wird besser. Ja, also wie gesagt, auch hier den Teigfladen vorgebacken, bis er schön knusprig ist. Das dauert so 4 Minuten, je nachdem wie groß die Flamme ist, vielleicht auch 6 Minuten. Und dann kann man den also auch belegen, Soße drauf, Käse drauf und in meinem Fall hier jetzt auch nochmal Schinken. Und dann halt einfach so lange backen, bis der Käse geschmolzen ist. Und wenn der Käse geschmolzen ist, dann ist die Pizza vom Grill und aus der Pfanne fertig. Und dann tada! Ja, da ist sie. Die Pizza aus der Pfanne, die Pfannenpizza. Und hier die Pizza vom Grill. Also, das war doch wohl ganz einfach. Ich bin jetzt super hungrig. Die andere haben die Nachbarskinder schon gegessen. Also, die sind schon mal versorgt. Und jetzt fehlt noch was. So ein bisschen Oregano. Ne? So, ein bisschen Oregano. Zack. Ah ja, aufschneiden. Ich wollte nicht das ganze Stück abbeißen. Soll ich mal probieren? Sollte ich vielleicht mal probieren? Na gut, okay, dann probiere ich. Aber nur, weil ihr mich so nett gebeten habt.
musst mich ja förmlich dazu zwingen. Oh. Nein, natürlich gar nicht. Die ist super kross. Okay, ich gebe zu, ich habe zwischendurch ein bisschen nicht aufgepasst so, und ein bisschen verbrannt. Aber ja, das passiert halt, wenn man im... Oh, wir können ja mal gerade gucken, wenn ich jetzt schon mal dabei bin und erwähne. Schauen wir mal, die ist nämlich jetzt schon ein bisschen abgekühlt. Ich versuche das mal zu zeigen. Schwupp. Ist also vom Grill gar nicht so schlecht, oder? Kann man gut essen. Also nicht Kohlraben schwarz oder so. Und schauen wir mal. Oh. Wie sieht es da aus? Ah, da ist in der Mitte ein bisschen schwarz, da wo die Gasflamme war. Also wenn man jetzt, sage ich mal, einen Elektroherd oder so eine Induktion oder sowas hat, wo die Hitze ein bisschen besser verteilt ist, da funktioniert das in jedem Fall noch besser. Ansonsten, wie gesagt, ich habe zwischendurch mal ein bisschen gepennt und ja, da war die Flamme ein bisschen zu groß. Aber das macht nichts. So. Habe ich schon erwähnt, dass mir ein bisschen warm ist. Es ist nämlich gerade wieder knapp 40 Grad und zusammen mit dem Grill. Ja, egal, ne? Oh. Super kross. Oh, mit vollem Mund spricht man nicht. Okay, also, ich will jetzt hier weiter gar nicht essen. Das ist super lecker. Pizza aus der Pfanne, Pizza vom Grill, funktioniert wunderbar. Das Rezept habe ich hier unten verlinkt in der Infobox. Da geht es auf meinen Blog. Genau, da steht das Rezept. Da ist auch nochmal ein Link zu dem Buch, falls es jemanden interessiert. Wie auch immer, wenn dir das Video gefallen hat und wenn dir das Video geholfen hat oder wenn dir das Video gefallen und geholfen hat oder vielleicht hat es dir auch gar nicht gefallen, dann lässt du mir halt einen Daumen nach unten da. Aber ansonsten freue ich mich in jedem Fall sehr über einen Daumen nach oben. 2 wären natürlich noch schöner, aber das funktioniert leider nicht. Und ansonsten, wenn du meinen Kanal Nico Staniszok noch nicht abonniert hast, dann sei so lieb, abonniere meinen Kanal Nico Staniszok. Da unten der rote Button, der ist zum Abonnieren gedacht. Ja, das hilft mir wirklich sehr. Und ansonsten, ich esse jetzt hier Pizza. Wenn du Lust hast, mach sie gerne nach. Es lohnt sich auf Reisen sowieso. Eins habe ich noch total vergessen zu erwähnen. Ganz zum Schluss fällt es mir noch ein. Wenn man die Fliegen kommen schon. Ich muss mich beeilen. Die essen mir sonst die Pizza weg. Wenn man im Ausland unterwegs ist, so, ne, mit Camping oder irgendwas, ne, und dann macht man zum Beispiel so eine Pizza oder man will irgendwas überhaupt mit Mehl machen. Man kauft das Mehl dann halt im Ausland. Ich verspreche dir, das Mehl funktioniert völlig anders. Also wenn du das Rezept kennst von zu Hause und du probierst es im Ausland mit dem Mehl, was es dort gibt, es wird definitiv anders sein. Wie vorhin gesehen, ich musste ein bisschen mit dem Wasser jonglieren. Also das muss man halt einfach machen. Aber es ist einfacher, noch ein bisschen Wasser dazu zu machen, als Mehl dazu zu machen, wenn man schon am Teig kneten ist. Also es ist immer besser, zu wenig Wasser zu haben, als zu viel Wasser. Weil Mehl dazugeben ist hinterher immer ein bisschen schlecht. Aber das gesagt, jetzt habe ich genug geredet. Die Pizza wird kalt. Ich freue mich drauf und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Ja, das ist schon der Sabbat. Also jetzt aber. Tschüss. Hier, Pizza. Okay.